ist Duru Sedayarin, ich bin 23 Jahre alt und ich komme aus der Stadt Salzburg. Das ist von hier ca. 800 Kilometer weiter weg. Und der Grund, wieso ich heute hier bin, ist, weil Herr Dr. Spanholz mich so gut beraten hat und mich davon überzeugt hat, dass er der richtige Arzt für meine OP ist. Herr Dr. Spanholz hat mich per E-Mail, wie gesagt, informiert. Der hat mich des Öfteren angerufen. Wir haben auch so Kontakt gehabt. Wenn ich eine Frage hatte, habe ich kurz über WhatsApp geschrieben. Der hat ganz kurz zurückgeantwortet. Also ich bin wirklich komplett ohne Zweifel. Ich weiß, dass es einfach gut sein wird. Oder ich hoffe es. Uns freut das natürlich schon, wenn Patienten auch den langen Weg auf sich nehmen, um sich bei uns operieren zu lassen, so wie das bei der Patientin der Fall war. Die Beratungsleistung, die wir im Vorfeld mit den Patienten zusammen schaffen müssen, ist ganz gut telefonisch zu machen, auch viel über Videokonferenz und über die Analyse der Fotos, die uns zur Verfügung gestellt werden, lässt sich eigentlich dann im Vorfeld ein ganz gutes Bild gewinnen, was wir machen müssen. In Ihrem Fall ist es so, das ist eine Kombinationsoperation, wo wir mehrere Probleme in einer Operation zusammen lösen wollen. Was wir für OPs vorhaben, das ist einmal eine Fettabsaugung an der Taille und auch an den Beinen. Und dieses Fett wird dann sozusagen in die Brüste und in das Gesäß einformatiert oder rein implantiert. Und genau dazu werden dann halt noch die Brüste gestrafft. Wichtig dazu zu sagen ist vielleicht noch, dass ich davor schon 2 OPs hatte. Einmal eine Fettabsaugung an den Beinen, die aber eigentlich so gut wie nichts bewirkt hat. Und einmal auch eine Brust-OP, die eigentlich relativ gut gelaufen ist. Ich habe Implantate reinbekommen, aber ich habe eine Wasserfalldeformität bekommen, da das Gewebe einfach drüber gerutscht ist und der Arzt nicht zum Beispiel mich gut genug beraten hat und gesagt hat, hey, während der Brust-OP vielleicht eine Bruststraffung, das wäre gar nicht so verkehrt, weil das und das könnte vorkommen. Die sogenannte Wasserfalldeformität, die passiert dann, wenn ein unter dem Muskel liegendes Implantat gut hält, gut in der Höhe oben bleibt, während die Brust, die dort drüber sitzt, absinkt und sich quasi nach unten ergießt. Daher kommt der Begriff Wasserfalldeformität. So entsteht von der Seite betrachtet so eine Doppelkontur. Oben sitzt das Implantat, weiter unten das natürliche Brustdrüsengewebe. Dieses Problem kann man auf 2 Arten lösen. Entweder man nimmt das Implantat von unter dem Muskel weg und tut es über den Muskel, also mit in die Brustdrüse hinein, erhält damit eine wohlgeformte, aber eben hängende Brust. Oder, so wie wir das jetzt bei der Patientin machen wollen, wir lassen das Implantat unter dem Muskel und straffen das hängende Brustdrüsengewebe so, dass es sich gut um das Implantat legt und wieder eine schöne Brustform sich insgesamt ergibt. Also der Grund, wieso ich mich für die Praxisklinik am Rosengarten entschieden habe, ist eigentlich dieser, dass Herr Dr. Spanholz einfach von Anfang bis Ende sich sozusagen um mich gekümmert hat, mich komplett beraten hat, sich auch wirklich die Zeit genommen hat, aber genau mir auch einfach alle Fragen kompetent beantwortet hat und auch gesagt hat, okay, wenn wir jetzt die OP so und so vornehmen, dann hast du einfach größere Narben oder es entstehen einfach mehr Narben, bist du damit einverstanden, dass er einfach mit einem komplett offen umgeht. Und ich finde, das macht auch einen guten Arzt aus. Das Thema Aufklärung und Arzt-Patienten-Verhältnis ist für mich ein ganz relevantes Thema, weil ich glaube, dass im Fach plastische Chirurgie sehr viele Dinge passieren, die ja abseits der Medizin eigentlich stehen. Also wenn man überlegt, warum ein Patient normalerweise zum Arzt geht, also ich habe irgendeine Erkrankung oder eine Verletzung und ich möchte gerne, dass mir geholfen wird, weil ich Schmerzen habe, weil ich vielleicht eine gefährliche Erkrankung habe. Dieser Arztbesuch ist geprägt oftmals von Angst, von Bedenken, von Sorge. Und die Patienten, die zu uns in die Praxisklinik am Rosengarten kommen und zu vielen anderen Kollegen natürlich auch, denen geht es ja oft um was anderes. Denen geht es darum, dass sie eigentlich gesund sind, aber sozusagen einen anderen Daseinslevel erreichen wollen. Also eigentlich bin ich nicht nervös, weil ich bin es ja schon mit den OPs gewöhnt. Aber ich muss ganz offen und ehrlich sagen, da ich jetzt das erste Mal ein richtig gutes Gefühl habe bei der OP, bei irgendeinem Arzt, zum allerersten Mal, bin ich schon dezent aufgeregt, weil ich denke mir, okay, das Ergebnis ist gut zu erwarten.
und nicht so, wurde es jetzt gut oder wurde es nicht gut. Man hat nicht diesen Zweifel eben. Und deswegen bin ich schon etwas nervös. Die Gesäßvergrößerung oder Po-Vergrößerung oder auch, wie man es oft im Internet liest, das Brazilian Butt Lift ist keine einfache und auch keine leicht auf die leichte Schulter zu nehmende Operation. Es handelt sich um eine Operation mit einer langen Ausfallszeit, alleine deshalb, weil Sie für einige Wochen nicht auf dem Gesäß sitzen oder auch liegen dürfen. Das bringt einige Probleme mit sich, wie Sie sich vielleicht vorstellen können, sodass eine ausreichende Planung und ja auch eine große Auszeit notwendig erscheint nach so einer Operation. Grundsätzlich ist die Operation, wenn sie professionell durchgeführt wird, nicht mit vielen Risiken verbunden. Das heißt also ein Aufenthalt von 2 Tagen in der Klinik und Nachkontrollschemen in der üblichen Art und Weise führen meist dazu, dass das Implantat und das Fett ganz problemlos an der Stelle einheilt und zu einem bleibenden Ergebnis führt. Ich mache jetzt dieses Video, weil ich euch zeigen wollte, wie ich im Auto sitze nach der OP. Wie ihr sehen könnt, sitze ich auf Handtüchern. Ich muss jetzt sagen, dass es nicht sonderlich bequem ist. Es ist jetzt aber auch nicht so, dass man es nicht aushalten könnte. Der Sinn der Sache ist ja, dass ich sozusagen keinen Druck auf mein Gesäß ausübe, weil sozusagen ja die Fettzellen dann absterben könnten, laut Dr. Spanholz, falls ich es noch richtig im Intus habe. Und so wie ich jetzt da sitze, ist alles in Ordnung. Ich sitze auf meinen Beinen. Wie gesagt, ist zwar jetzt nicht so sonderlich bequem, ist gewöhnungsbedürftig, aber das geht schon klar. Also man gewöhnt sich da schon dran. Und ich habe jetzt halt eine Fahrt von 6 Stunden vor mir. Das wird was.